Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute, wer hätte es gedacht, ein Tag nachdem ich meine Prediction äußere zum Thema nächstes Update, kommt auch schon die erste Developers Note für Flive Universe V1.41, aber ich denke mal, die haben einfach nur den zweiten Punkt vergessen, 1.4.1 Battle for Madrigal. Und ja, kommt tatsächlich für mich doch überraschend, dass es jetzt so schnell ging. Ich meine, literally 2 Tage, 3 Tage nachdem der Game Master das Update quasi in Anführungszeichen geleakt hat, beziehungsweise angekündigt hat, dass es bald, oder man weiß es nicht, aber es schon früher kommen wird. Und meine Prediction war ja frühestens Anfang Dezember. Könnte jetzt sogar noch früher sein, weil jetzt haben wir erst den 11. November. Also könnte fast noch vor Dezember kommen, theoretisch. Aber fairerweise muss man auch dazu sagen, es ist kein neues Update, sondern es ist immer noch Battle for Madrigal. Und da könnte man jetzt natürlich schon viel kritisieren. Warum dann nicht einfach alles auf einmal releasen? Wenn das Update jetzt wirklich noch im November kommt, hätte man auch einfach alles auf einmal releasen können. Die Gründe dafür sind aber relativ egal, denn der zweite Teil von diesem Update ist deutlich besser als der erste Teil. Und wir gucken uns jetzt alles zusammen an. Das wird auch relativ lange dauern, weil es ist sehr umfangreich. Und ich bin tatsächlich positiv gestimmt, sage ich schon mal vorab. Hello Flivers, this is GM Shadow to provide you with a sneak peek on an intermediary update to the expansion Flive Universe Battle for Madrigal. We'll be bringing even more updates with brand new content to the Battle for Madrigal Update. Also das ist eh schon Intermediary, also so ein Zwischenupdate quasi. Kann man eigentlich fast nicht mal Zwischenupdate nennen, weil es so schnell schon kommt. Also wir wissen jetzt noch kein genaues Datum, aber höchstwahrscheinlich dieses Jahr. Ich meine, also würde ich jetzt mal vermuten, alles andere wäre crazy, sonst würden sie es jetzt wahrscheinlich noch nicht ankündigen. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt. With this update you can expect a new lane of content in the form of Lifestyle. Hört sich erstmal schrecklich an, ist aber gar nicht so bad. A slightly increased level cap, a new open world dungeon, das ist das, worauf ich am meisten gespannt bin. New hero quests and more. There are also some highly requested features such as a shop search, a new PvP arena, new inventory slots, a pet reroll scroll, an adjusted leveling experience in the earlier levels and more smaller changes. Please note that all visuals and details are subject to change prior to release. All screenshots shown in this article are taken from a development build and might not represent the final build. Ja, fangen wir an mit Lifestyle. Ich weiß nicht ganz genau, warum sie es Lifestyle nennen. Vielleicht hat das Copyright-Gründe, aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Im Endeffekt kann man es auch umbeschreiben als neues Jobsystem. Damit sind Jobs, also Berufe gemeint, tatsächlich. This content will have you gathering and crafting new items which will add or aid you along your journey. Das ist der neue NPC dafür. Es gibt Gathering. The first aspect of the system is Gathering. You can purchase new tools designed for each type of Gathering, including Herb Gathering, also Kräuter, Wood Cutting, Holzfällen, Mining, also Bergbau, and Fishing. Es gibt aber noch ein weiteres Item, das hier nicht wirklich erwähnt wird. Auch schon interessant. In order to use these tools, you will need to learn the skills through Livy's quests. Completing a quest unlocks the respective gathering skill. Also im Endeffekt, du machst eine Quest und dann schaltest du das frei. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie es nicht Berufe nennen. Das ist irgendwie ein bisschen weird, dass sie es nicht Berufe nennen, weil ich meine, also ja, gut, muss nicht unbedingt ein Beruf sein, es ist nur ein Skill. Aber es ist so ein klassisches Berufesystem, was man so aus anderen MMORPGs kennt. Genau, Herb Gathering, Mining and Wood Cutting can all be performed all over Madrigal, with herbs, ores and trees spawning randomly. Each region has a different distribution of the type of material that spawns, similar to the pet berry plants. Das heißt, auch alle Regionen werden gleich interessant bleiben, was das angeht zumindest. Ähnlich wie mit den Catchern, ähnlich wie mit den Berries, weil du jetzt nicht zum Beispiel nur in Astria eine Art von Erz oder eine Art von Kräutern sammeln kannst, sondern jede Region hat halt ihre eigenen Kräuter, ihre eigenen Ressourcen. Das heißt, du musst zwingend irgendwann nach Flares gehen, wenn du irgendwas machen willst, dort, wenn du irgendwas abbauen willst, wenn du irgendwas brauchst, weil es halt dann nur in Flares zum Beispiel gibt. Finde ich ganz cool, weil das ist auch nicht so alles auf einen Punkt zentriert, sondern es verteilt sich auf ganz Madrigal und damit rennt man sich nicht immer so gegenseitig die Spots ab. Also so sollte es hoffentlich sein. Meine Hoffnung ist, wenn ich das hier schon wieder sehe, dass diese Dinger bitte keine Hitbox haben. Also ähnlich wie die Berries, also schon eine Hitbox haben, aber
man nicht mehr daran hängen bleiben kann und so weiter. Ich hoffe, das haben sie berücksichtigt, weil Imagine, es spawnen jetzt nicht nur Berries, es spawnen noch Kräuter, es spawnen Erzadern und kleine Bäume oder so und die sind alle Hindernisse. Das würde das Game erstmal instant killen gefühlt. Hoffe ich, dass sie diesmal daran denken, weil beim Halloween-Event haben sie nicht daran gedacht. Die Halloween-Kürbisse sind tatsächlich Hindernisse. Ich hoffe, hier haben sie daran gedacht und denken dran, dass das bitte keine Hindernisse sind, weil das könnte extrem ätzend werden. Genau. There are different rarities of herbs, trees and ores which can be gathered around the world, requiring you to equip the right kind of tool. A hoe? A what? A hoe? A what? A hoe? Sense. An axe or pickaxe, respectively. By gathering these materials successfully, you will receive mastery experience towards the type of gathering you are doing. As your mastery points increase, so will your success and great success rates. Also, die Jobs, die Fähigkeiten, die Skills, die Berufe, wie auch immer man es nennt, haben Level und diese Level werden immer besser, indem man es einfach tut. Also man muss es tun, das heißt, man muss diesmal nichts kaufen oder so, nicht direkt. Das muss natürlich seine Tools kaufen. Die haben wahrscheinlich auch nochmal eine verschiedene Success Rate, haben wir ja oben gesehen. Es gibt die in Normal, Bronze, Silber, Gold und so weiter. Also da wird es bestimmt auch noch einen Grund dafür geben, dass es das gibt mit verschiedenen Attributen. Aber an für sich wird man immer besser, indem man es einfach macht quasi. Also hier zum Beispiel steht Success Rate plus 10% zum Beispiel. Genau. Genau. Dann Fishing ist ein bisschen anders. Fishing is slightly different to the other types of gathering. Once you have learned the fishing skill by completing the quest from Livy, you can head to a body of water to start. You can automatically fish or decide to play the fishing minigame, which can increase the success rate of your fishing. Also da bin ich gespannt, wie das aussehen wird, weil hier steht automatically fishing und hier unten auch nochmal. If you were automatically fishing, you can view the results of your fishing session once you return and examine your yield. Also ob das dann wirklich einfach so ist, dass du einfach hinstellst und automatisch fischt und das auch irgendwie gar nichts kostet oder so, wäre irgendwie komisch oder, also es wäre gut an für sich, aber es wäre irgendwie auch ein bisschen komisch. Es ist wahrscheinlich bald lauter Leute, die einfach random in irgendwelchen Flüssen, Bechern, Seen irgendwo rumstehen und da einfach am Fischen sind, AFK-Fischen quasi. Weiß auch nicht, wie gut das dann ist für die Wertigkeit der Fische. Das wird wahrscheinlich dann das Zeug sein, was am Abstand am wenigsten wert sein wird, wenn man es quasi AFK farmen kann. Aber mal abwarten. Und dieses Minigame, wie gesagt, das kann man halt machen, um seine Success Rate zu erhöhen. Hier in dem Beispiel 80% scheint die Basis zu sein und 2,4 dann extra. Genau. If you were automatically... Achso, genau, das haben wir schon gesagt, ne? Das ist dann diese Übersicht. Fishing Time 3 Minuten 5 Sekunden in dem Beispiel. 27 Versuche, 17 gefangen, 2 Trophy-Fische. Das war schon wahrscheinlich die mit dem Big daneben. Und 70% Success Rate. Aber in 3 Minuten 27 Versuche und 17 Fische gefangen. Das ist genau das, was ich meine. Also ist ja natürlich nur ein Beispiel. Also nichts hiervon ist sicher, dass das so kommt. Also könnte auch sein, dass es dann 3 Stunden dauert, 27 Mal zu fischen. Weiß man auch nicht sicher. Aber ja, wie gesagt, ich meine, wie sollen Fische wirklich selten oder teuer sein, wenn du hier quasi einfach 20 Chars aufstellen kannst, theoretisch. Die Frage stellt sich natürlich nun, ja toll, jetzt kann ich Erz abbauen, jetzt kann ich Kräuter sammeln, ich kann fischen, ich kann Holz fällen. Was zum Teufel bringt mir das? Another aspect of the system will be production. You can use the materials you have gathered to create new items that will be useful during gameplay. There are 4 types of production you can engage in. Cooking, what is he cooking? Alchemy, carpentry and smithing. In order to perform these actions, you need to learn the respective skill through quests given by Livy. Stations for each type of production are located around Madrigal in towns. Genau, gibt quasi hier so eine Feuerschale, ein Alchemie-Desk und ja. You can create ingredients which can be used in other productions or useful items which can be used directly, such as food, buff items, furniture or even special accessories. Similar to gathering, you will gain mastery for each production skill, even if you fail to produce an item. Das heißt, auch da wird man dann hoffentlich immer besser, sodass es dann irgendwann nicht mehr fehlschlägt. Oder, ich meine, gar nicht mehr fehlschlagen. Weiß man jetzt auch nicht, ob das dann möglich ist.
wäre cool, wenn es möglich wäre, dass man wirklich ein Meister in seinem Beruf bzw. in seinem Crafting wird. Wäre auf jeden Fall nice. Und ja, hört sich alles in einem eigentlich ganz cool an, sag ich mal. Klar kann man jetzt natürlich sagen, so Furniture interessiert wahrscheinlich viele Leute nicht, also Möbel, solange es keine NPCs sind, die man da craften kann, und das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Und was natürlich auch interessant klingt, also besser gesagt, Furniture klingt nicht interessant, aber die anderen Sachen klingen schon interessant. Also Food, gut, geht vielleicht, kommt drauf an, wie gut das Food ist, aber Buff-Items, das ist auf jeden Fall interessant, und Special Accessories, also das wäre halt natürlich schon crazy. Aber es hat noch einen kleinen Haken, der kommt nämlich jetzt. Gleich. Ja, im nächsten Schritt. Recipes are unlocked by trying out random combinations of ingredients. Once you try out a combination of items, there's a chance that a recipe will be partially revealed to you. If you happen to input an exact recipe, it will always be shown to you. Note that some recipes will require special titles and mastery in order to be unlocked or created. Nevermind, hier kommt's schon. Man braucht spezielle Titel und eine spezielle Mastery, um bestimmte Rezepte freizuschalten oder zu kreieren. Genau, steht hier auch dabei. Und you will be able to view the items you attempt to create, and production can be sped up using a cache-up item. Genau. Oh Gott, das sieht aus wie bei so einem Mobile-Game. 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde Zeit verkürzen. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Haken an der ganzen Sache. Expert and Mastery Ranking. For a special effect by gathering or producing, you are able to select one type of gathering and production as your skill of expertise. This selection can be changed after a certain period of time has passed. This special effect could be increased success rate or increased yield, for example. Furthermore, there's a weekly ranking of mastery points for all the competitive players out there. Ranking highly in a week will reward you with a special title as well as Master's Chip, ist erst an der falschen Stelle, Rewards. Note that some high-end production recipes require special titles, so aim for the best. Ja, das ist der einzige Haken an der ganzen Sache. Also grundsätzlich das mit dem Ranking finde ich ganz cool, wenn nicht dieser Teil mit dem Special Title dabei wäre. Master's Chips are awarded to you when you successfully produce an item during random productions. These chips can be exchanged for various rewards at Livy. Nur zur Vollständigkeit halber, wofür man diese Chips dann braucht. Die Chips sind aber nicht das Problem, weil die Chips bekommt man auch. Steht irgendwo hier oben. Achso, genau, hier steht's. Die Chips bekommt man auch, wenn man... Ne, hier steht's tatsächlich nicht. Naja. Na egal, auf jeden Fall diese Mastery Chips, die bekommt man auch so. Masters Chips. Nur den Special Title, den bekommt man lediglich wirklich von dem Ranking. Und das ist halt das Problem, weil das heißt, wenn du in einem Server spielst, wo jetzt sehr viele Leute zum Beispiel unterwegs sind, wird es schwieriger sein, ein gutes Ranking zu erreichen. Du brauchst dann aber speziell diesen Titel, um halt bestimmte Sachen zu craften. Und es hört sich halt wie immer so an, naja, um die besten Sachen zu craften, also um wirklich, wirklich viel Profit damit zu machen oder wirklich die besten Items zu kriegen, musst du ein hohes Ranking haben. Das wiederum bedeutet, du musst spielen, du musst viel grinden, du musst. Das hört sich schon wieder nicht so cool an, weil das ist halt nicht wirklich casual-friendly. Also vor allem, wenn es nur eine Person bekommt, das denke ich jetzt nicht. Hört sich jetzt nicht so an, als würde es nur eine Person bekommen. Könnte vielleicht reichen, wenn man unter den Top 20 ist oder so. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, wenn jetzt Fishing am interessantesten oder am wertvollsten ist, weil ich glaube, Mining wird wahrscheinlich das sein, was am meisten interessant ist, wenn man wirklich neue Jewelry, neue Accessories craften kann. Das könnte halt, wie gesagt, zu Problemen führen, wenn man halt nicht so viel Zeit hat, dass man da halt dann auch keine Chance auf so einen Titel hat. Und das wäre halt, wie gesagt, wieder nicht so schön. Ach ja, ich habe zu schnell wieder hochgescrollt. Hier steht das mit den Master Chips, wenn man was produziert, dass man sie auch so bekommt. Genau, also die Master Chips sind nicht das Problem, sondern eben das mit dem Title. Ja, also mal gucken, wie das dann aussieht letztendlich. Aber ich würde sagen, das mit dem Title könnte man weglassen und einfach nur Master Chips nach Ranking verteilen. Würde ja auch schon reichen, meiner Meinung nach. Aber gut, bin da vielleicht etwas zu casual-friendly. Dann gibt es noch was ganz Neues. Das wird ja auch nicht wirklich gut erklärt, finde ich. Ist ein großes Mysterium. Da bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Es gibt einen Wandering Merchant. The Wandering Merchant is a merchant which can be found in the towns with a shop inventory specific to you, which updates every 3 hours.
The items this merchant sells are limited in quantity, however you may use a cash shop item to refresh the shop's inventory, including both the items for sale and their stock. Klingt extrem mysteriös und ich frage mich halt, welche Items der wirklich verkaufen wird. Also es hört sich irgendwie, ja, mysteriös an, was soll ich sagen? Also es ist, eine Wildcard könnte alles passieren, gefühlt. Aber ja, wie gesagt, alle 3 Stunden und ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren wird. Könnte ein neuer Penya-Sync theoretisch sein, wenn der sogar irgendwelche Premium-Items verkauft. Dann, ihr habt vorhin richtig gehört, es gibt eine Level-Expansion und einen neuen Dungeon. Es ist tatsächlich etwas, was ich erst vor kurzem angesprochen habe, einen Monat her oder so. The maximum level is increasing to 165, as this increase creates a void in grinding availability around Madrigal. This change also brings a new open-world dungeon to Coral Island, similar to Flaris Mars Mine, Herneos. Wir kriegen also endlich den Hernes Dungeon, den echten Hernes Dungeon, nicht die gereworkte Version Envy Depths. The entrance to Herneos can be found through the help of a brand new questline regarding the dungeon. This questline rewards experience as well as various rewards, including inventory slots. However, this is not the only questline rewarding inventory slots, as some old quests now grant extra inventory slots as well. If you already have the older quests completed, you will be granted the new inventory slots automatically. Das kommt später nochmal. Da wird auch gesagt, dass es 18 Inventarslots sind, die man bekommt. Genau. Na gut, lesen wir es vielleicht noch kurz fertig. You may recognize this dungeon from previous versions of the game, #FlivePC. However, it has been graphically enhanced and expanded by more than 3 times its original size. The Expanded Map Region. Ich hoffe, dass man nicht nur auf den braunen, hell- und dunkelbraunen Feldern laufen kann, sondern auch auf den blauen im Wasser. Weil wenn man auf den blauen Feldern nicht laufen kann, was bringt es mir dann, dass der Dungeon 3-mal so groß ist? Das heißt ja quasi, dass gefühlt 70%, das ist ja wie auf der Erde, 70% im Wasser, 70% ist ja dann unbrauchbar quasi. Also nur mal so am Rande bemerkt. Ja, vom Layout erkennt man es auf jeden Fall. Also das hier müsste das Kraken-Area sein, wo damals der Endboss war. Genau, also es ist quasi nur also sieht so aus, als wäre es nur die zweite Ebene. Die erste Ebene ist ja quasi Envy Depths und die zweite Ebene ist dann wohl unser neuer Open World Dungeon. Mobdichte sieht ja auch nicht sehr überzeugend aus, muss ich zugeben. Also ich hoffe, die Mobdichte ist besser als das, was wir hier sehen. Und genau. Interessant ist es auf jeden Fall, neues Level im 165. Ist auch die Frage, gibt es da dann ein Level Race, wer es erst 165 wird und so weiter und so fort. Steht hier jetzt auch nichts davon. Wahrscheinlich eher nicht, weil 5 Level ist ein bisschen wenig. Eigentlich ist, also sehr viele Leute sind direkt 161, wenn sie 99,99% haben. Und, ja, ich meine, es sind nur 4 Level im Endeffekt, also das ist jetzt nicht wirklich so interessant. Also ich denke, da wird es jetzt kein so krasses Zeug geben. Genau. Und die Questline ist natürlich auch interessant. Various Rewards klingt sehr gut. Experience ist ja eher uninteressant. Wie gesagt, 160 bis 165, da brauchst du jetzt nicht so viele Quests, die viel XP geben, weil es sind ja eh nur 4 Level, die man basic durch Tower Dailies sowieso automatisch leveln kann, selbst wenn man überhaupt nicht levelt. Und ja, aber ich bin schon gespannt auf die Various Rewards, eben neben den Inventory Slots. Das ist auf jeden Fall cool. Wie gesagt, habe ich erst vor kurzem mal ein eigenes Video sogar drüber gemacht, in Open World Dungeons, dass es halt irgendwie schade ist, dass es Open World Dungeons in Flaris, Darkon, St. Morning überall gibt, aber ab Arsware plötzlich hören sie auf und das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, weil da fehlt ja eigentlich übelst der Content. Wenn einfach der Open World Dungeon in den Low-Level-Bereichen existiert, die komplett irrelevant sind, aber im High-Level-Bereich, wo es extrem relevant ist, gibt es keinen Open World Dungeon. Also finde ich cool, dass sie das jetzt machen. Wäre auch cool, wenn sie für Arsware noch einen nachliefern könnten. Ein Open World Dungeon. Genau. Dann Shop Search. A feature many have been asking for is finally here. We're adding a feature to search private shops for items. Ja, lustigerweise ist das basically das Auktionshaus von FlivePC. Das gesamte Interface ist das Auktionshaus von FlivePC. Ist jetzt hier zwar nur ein Example, aber ich vermute mal, es wird so ähnlich aussehen. Ich finde es immer noch schade, dass es nicht einfach ein Auktionshaus gibt. Kommen wir jetzt auch gleich noch zu. You are able to search for a specific item or check on items for sale based on various categories. Once you click on a listing, you can reveal the shop's location on the map.
sieht man, hier sieht man es genau, Show Location. Or message the seller directly. Gut, Message the seller bringt meistens nicht, weil die meisten Leute sind AFK oder Verkäufershops. Note that when revealing the shop's location, make sure to double check the channel on the listing as well. Oh. Hier steht er. Sehr versteckt. Hier ist eine kleine 1 neben dem Shop-Namen. Heißt quasi Channel 1. Oh, sneaky. You will also have 5 daily teleports through the extended Battle Pass, which you can use to teleport directly to a shop. Das ist tatsächlich einer meiner Hauptkritikpunkte an dem Shop-Search-Ding, dass es dir nicht so viel bringt, den Shop zu searchen, weil du musst ja immer noch hinlaufen und die Preise werden nicht angezeigt. Also vielleicht ändern sie das noch, dass die Preise auch angezeigt werden. Aber ich meine, du siehst jetzt hier zum Beispiel Intelli-Ring plus 5, gehst zu dem Shop und dann kostet der 50 Mio. Ja, was bringt mir das? Das ist das Item einfach nicht wert. Also bin ich umsonst eingelaufen. So ungefähr. Also es gibt noch so ein paar Bedenken, die ich damit habe. Auktionshaus wäre immer noch die bessere Variante meiner Meinung nach. Vor allem von einem Auktionshaus ist das jetzt ja auch nicht mehr so weit entfernt an für sich. Also kannst du auch direkt das Auktionshaus eigentlich hinzufügen. Aber es ist immer noch besser als gar nichts. Und was ist auch ein Feature jetzt noch hinzugekommen, das ich auch irgendwie sinnlos finde, ist as a seller, you can use a Cash-Up item to highlight your item in the Shop Search window and gain priority when displaying Shop Search Results. Genau, hier unten Shop Advertisement Gold, required level 61. This scroll makes your private or vendor shop appear at the top of the search shop results with a golden adorner. It is consumed when opening the shop and disappears when closing it. Also anscheinend ein One-Time-Use-Item. Oh, hier steht es Please note that the shop advertisement item is a one-time-use item and will disappear when you close your private shop. Genau. Ja, finde ich halt relativ sinnlos. Ich meine, wenn ich wirklich nach einem Item suche, dann gebe ich es ein oder suche in den Kategorien nach Waffen oder so. Und selbst wenn mir dann immer auch hier die gehighlighteten Waffen angezeigt werden, ich meine, hört sich nach ziemlicher Geldverschwendung an, not gonna lie. Also ich denke nicht, dass das jetzt wirklich so viel genutzt werden wird. Also wahrscheinlich wird es übelst viel genutzt und ich irre mich hier. Aber letztendlich ist es ja wie im echten Leben, ne? Du kannst mir so viel Werbung ins Gesicht klatschen, wie du willst. Wenn ich jetzt spezifisch nach einer Sache suche, dann interessiert mich das erstmal grundsätzlich nicht. Aber klar, natürlich, wenn du jetzt irgendwas Interessantes hast, also ich meine, das sind natürlich übelst die uninteressanten Items, das sind irgendwelche Materialien, die wahrscheinlich absolut keine Rolle spielen für die meisten Leute. Wahrscheinlich nicht die Items, die man jetzt hier nutzen würde. Man würde es wahrscheinlich nur für wirklich High-Price-Items machen, wie irgendwelche Ultimate-Waffe plus 5 oder so. Irgendwas Krasses, was du willst, dass den Leuten ins Auge springt, so BAM, guck mal, das Item gibt es nur einmal und hier ist es, BAM. Aber selbst dafür finde ich es fast ein bisschen wasted. Aber kommt natürlich auch darauf an, wie teuer dieses Item ist. Sehr teuer kann es nicht sein, dadurch, dass es ein One-Time-Use-Item ist. Wäre komisch, wenn das Item dann irgendwie 500 F-Coin kosten würde, nachdem es einmal verschwindet. Vermutlich wird es relativ günstig sein. Je nachdem, was es kostet, kann sich das dann vielleicht schon eher lohnen. Genau. Genau. Dann etwas, wo mir schon fast das Herz in die Hose gerutscht ist. Additional Hero Quests. Ich bin jetzt endlich mal mit ein paar Chars kurz davor, Hero zu werden. Kurz davor, fertig zu werden mit dem Ding. Und jetzt machen sie einfach weiter. Ich dachte schon, ich höre nicht richtig oder ich lese nicht richtig. Aber es ist wahrscheinlich halb so wild. We are expanding the Master Quest lineup with new Hero Quests for those hardcore players out there. New rewards await those who dare to complete this artist task. You will receive a special item which allows you to store your dice and card items for the first quest and brand new unique motions for the second one. Of course, you will also receive special colored badges. The earlier Master Quests also have new special motion rewards for those who have already completed them. Also es gibt quasi neue Motions. Das ist für mich jetzt grundsätzlich uninteressant. Hier sieht man Ist sie twerking? What the hell? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe bisher nur das mit dem Hin und Her gesehen. Alter, die twerkt? Soll das Twerken sein? Was zum Teufel? Flive-Character am Twerken? Hätte ich nicht erwartet dieses Jahr. Aber es hört sich für mich jetzt nicht so interessant an. Also, you will receive a special item which allows you to store your dice and card items for the first quest. Erst habe ich gedacht, die meinen einfach eine Card Disk, wobei eine Card Disk halt keine Dice aufnehmen kann. Aber es wird vermutlich etwas Ähnliches sein. Wenn es genauso funktioniert wie die Card Disk, dann ist es komplett uninteressant. Wenn es besser ist als die Card Disk, dann wäre es tatsächlich interessant. Interessanter, sagen wir mal so, je nachdem, was man dafür machen muss. Ich meine, wenn man dafür nochmal von 60 bis 125 leveln müsste, definitiv nicht. Aber gut, so heftig wird es schon nicht sein, der Grind wahrscheinlich. Naja, und die Special Colored Hero Badges
kann man jetzt drüber streiten. Finde ich jetzt auch nicht so interessant. In Blau zum Beispiel. Gut, wenn es noch mehr Farben gibt, vielleicht doch interessanter. Aber ja, Blau finde ich jetzt persönlich tatsächlich relativ hässlich. Also zumindest dieses Blau. Ja, also klingt grundsätzlich jetzt erstmal nicht so, dass man das wirklich machen will oder muss. Also es klingt jetzt alles schlechter als ein CS-Pad, ein Cloak und eine zweite Stat-Page. Also das sind die bisherigen Belohnungen, glaube ich, schon deutlich interessanter. Aber es steht ja auch dabei, dass es quasi nur für Leute ist, die sowieso schon Hardcore-Langeweile haben und einfach noch weiter grinden wollen für irgendwas. Also von dem her. Was man auch nicht vergessen darf, halbe Drop-Rate, ne? Also alles mit halber Drop- und XP-Rate. Also es ist schon wirklich etwas, was man jetzt nicht unbedingt einfach mal so macht. Das sollte man sich schon gut überlegen und sollte man wirklich wollen, was man da als Belohnung dann bekommt. Dann Pet Rerolling. Another long requested feature has been the ability to reroll previous raised pet tiers. This feature is coming with this update, allowing you to choose one tier which can be rerolled without the need of a sacrificial pet. Ja, das könnte jetzt so ein bisschen für einen Mini-Shitstorm sorgen tatsächlich, weil jetzt ja erst durch die Pet-NPCs so ein bisschen so eine Massenhysterie oder so ein Massen-Pet-Hype, so ein richtiger Gold-Rush mit Pets quasi, so ein richtiger Pet-Rush ist jetzt entstanden, kann man fast sagen. Durch durch den ersten Teil von Battle for Madrigal hätte man vielleicht zeitgleich introducen sollen, Engorlei. Auf jeden Fall haben viele Leute jetzt aktuell ihre Pets im Verkauf oder verkaufen es aktuell. Manche wurden bestimmt schon verkauft für deutlich günstigere Preise. Und der ein oder andere könnte das jetzt vielleicht trotzdem noch minimal bereuen. Wahrscheinlich nicht allzu sehr. Ändert an der Grundthematik natürlich wenig. Aber man kann es tatsächlich vergangene Level rerollen mit einem Twist. Man kann nur ein einziges Level rerollen. By using Destroy, you can put a raised pet into the pet slot in order to choose a tier to reroll. Note that once you select a tier to reroll, that is the only tier you will be able to reroll using this feature going forward on this pet. For example, if you choose to reroll the C tier level on the fox shown above, subsequent uses of the scroll on this fox will only allow you to select the C tier. This does not affect regular rerolling using a sacrificial pet at a pet tamer. Rerolling using these scrolls performs a reroll using the same probabilities as if you were sacrificing a pet of the same tier gap of 0. If you use a high pet reroll scroll, you will have the opportunity to decide whether or not to keep the result. Deciding whether or not to keep the result. The number of scrolls you need to reroll a tier depends on the tier you select. The cost will vary from E to S tier, regardless of which scroll you use. Genau, also es gibt eine Scroll und man braucht für jede verschiedene, also wahrscheinlich, hier sieht man es eh schon, genau, das ist C-Tier, braucht man 3 Scrolls, für, also F kann man ja nicht rerollen, für E wahrscheinlich eine, für D 2 und so weiter. Also ist dann auch schon ganz schön teuer, je nachdem, was dieses Scroll kostet. Also ich vermute mal, die wird so im Bereich 50 bis 100 F-Coin liegen. Könnte dann schon ziemlich teuer werden für ein Pet A Reroll 500 F-Coin und so weiter. Weil man natürlich sagen muss, macht auch Sinn. Grundsätzlich sind die Pets ja auch relativ teuer. Wobei man halt zum Beispiel S eigentlich... Ja gut, S kann... Ich weiß gar nicht, kannst du dann S überhaupt rerollen? Würde eigentlich wenig Sinn ergeben, oder? Previous Raised Pet Tiers. Wenn ein Pet aktuell S ist, dann ist es ja S und das ist ja nicht Previous. Ne? Das heißt, S kann man wahrscheinlich nicht rerollen. Genau, das heißt, du kannst nur im Endeffekt E bis A rerollen. Genau. Also ein S-Pad wäre dann auf jeden Fall schon mal gar nicht in der Debatte. Das höchste wäre ein A-Pad. Ja, dann wird schon Sinn machen. So 5 Mal, wenn du dann brauchst. 5 Scrolls. Eine kostet 100 F-Coin, wären 500 F-Coin. Ja. Ein bisschen günstig wäre es tatsächlich noch, aber mit dem aktuellen Pet Rush, wie gesagt, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis es dann stimmen würde, wahrscheinlich auf jedem Server mit den Preisen der Pets. Vielleicht 150 F-Coin, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall interessant, wie gesagt. Ich dachte auch schon, damn, hätte ich nicht gedacht, dass das jemals noch kommt, weil das auch schon so lange nachgefragt wird quasi, dass man eigentlich schon längst die Hoffnung aufgegeben hat. Aber, wie gesagt, es kommt ja doch wirklich mit dem Twist, du kannst nur ein einziges verkacktes Level retten. In dem Fall ist es 4 quasi 5-7, also extrem gut, aber 1-2-2-1. Und logischerweise rettest du dann die beste Stufe, also gut, die 2 ist tatsächlich perfekt. Die dritte, also die beiden Level sind quasi verkackt und natürlich rettest du dann das Level, das quasi weniger verkackt ist, beziehungsweise wo man noch mehr rausholen kann, sozusagen. Und ja,
Also ist grundsätzlich interessant, aber wie gesagt, mit dem Pet Rush im Hintergrund könnte das halt trotzdem zu teuer beziehungsweise tatsächlich einfach irrelevant werden. Außer du hast halt wirklich ein Pet, das quasi perfekt ist und nur die erste oder zweite Stufe ist schlecht sozusagen, wo es auch günstig ist, dann dieses Scroll zu benutzen, wo die Wahrscheinlichkeit auch relativ gut ist, dass dann ein gutes Level bei rauskommt. Weil wenn du jetzt zum Beispiel wirklich eine 7 Rolls mit diesen Scrolls, du brauchst jedes Mal 5 Scrolls für 150 F-Coin, dann kostet es ja trotzdem unfassbar viele F-Coin. Sparst dir vielleicht das Penny, aber es kostet einfach, und die Pets sparst du dir auch, aber du brauchst dann einfach unfassbar viele F-Coin. Ob sich das dann so sehr lohnt, ist auch die Frage. Und wie gesagt, langfristig werden jetzt so viele Pets auf den Markt kommen, zwar nicht perfekt gelevelt vielleicht, aber die halt einfach günstig sein werden. Da stellt sich dann wahrscheinlich für viele die Frage, ob sich das dann wirklich lohnt. Vor allem hat sich ja mittlerweile auch schon das System gewöhnt, mit dem, naja, du kannst halt nur die aktuelle Stufe rerollen. Und die meisten Leute, glaube ich, haben das auch bisher schon berücksichtigt. Man sieht immer mal wieder krasse Pets, die wirklich am Anfang 2-2-1 oder sowas haben, wie hier in dem Beispiel. Und dann am Ende haben sie 5-6-8 oder so. Ja, das gibt es, aber es ist, glaube ich, immer seltener geworden über Zeit. Und vor allem jetzt, wie gesagt, wird es auch so sein, dass man wahrscheinlich eher sagt, man rerollt lieber direkt, wenn das Patch schon 1, 2, 3, 4 ist zum Beispiel, als dass man sich dann im Nachhinein auf dieses Scroll verlässt. Grundsätzlich aber natürlich interessant, es gibt ja auch Leute, die wollen einfach ihr Pet nicht verkaufen, die hängen aus irgendwelchen Gründen daran, vielleicht wegen dem Skin oder so. Und von dem her ist es schon cool, dass sie das jetzt endlich einführen. Aber wie gesagt, halt wirklich nur für ein Level. Also wenn dein Pet 2 verkackte Level hat, dann hilft es dir auch nur bedingt weiter. Dann dachte ich mir schon hier kurz, was ist denn jetzt los? This update will also bring some miscellaneous changes, some of which have been requested in the past. Eine New Arena World, die echt cool aussieht, muss man sagen. Und das hier dürfte auch die alte PvP-Arena sein, wenn ich das richtig sehe. Ist zwar ganz, ganz klein, aber das ist definitiv die alte PvP-Arena aus Flive PC. A new PvP Arena, ich würde sagen so hier neu, aber sie sieht aus wie die alte, is going to be replacing the arena in St. Morning for a better casual PvP experience as well as a new spot to hang out. The new arena features the regular NPCs for upgrading, training dummies and 9 shiny bronze statues, one for each respective class and the bronze vagrant. Perhaps these statues will have some significance in the future. Ja, dass das jetzt eine extra Welt ist, finde ich persönlich nicht so cool. Wäre schon nice gewesen, wenn man das irgendwie in die Open World hätte integrieren können. Ich weiß nicht genau wo, ist ja auch egal. Man hätte irgendwie an St. Morning an die Stadt anbauen können, auf der anderen Seite oder irgendwie so. Keine Ahnung, wäre schon irgendwie gegangen bestimmt. Erinnert mich so ein bisschen an die Shop-Welt und halt auch an die alte PvP-Arena, wo man sich immer extra hin teleportieren musste. Gut, heutzutage haben wir diese Probleme nicht mehr, warum das damals so unattraktiv war. In Flive PC war das deswegen immer ein bisschen unattraktiv, sich irgendwo extra hin teleportieren zu müssen, weil das halt dafür gesorgt hat, naja, ein zusätzlicher Ladebalken, zusätzlicher Ladeschritt und so weiter. Hast du immer die Chance, wenn da viele Spieler sind, wenn viele Texturen geladen werden müssen, dass das Spiel abkackt. Zugegebenermaßen, das Problem haben wir in Flive Universe tatsächlich eigentlich kaum noch oder eigentlich nicht mehr. Von dem her ist das jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem finde ich es immer cooler, wenn irgendwie alles in der Open World integriert ist. Ich mag das persönlich nicht so, wenn es so viele Sachen gibt, die quasi Extrick sind. Ist schon cooler, wenn man einfach eine riesige Welt hat, die immer und immer größer wird. Finde ich persönlich cooler, ist einfach meine persönliche Meinung. Madrigal ist viel zu klein, ganz ehrlich, die Welt von Flive ist viel zu klein. Da könnten sie noch so viele Sachen hinzufügen und das würde immer noch nicht reichen. Von dem her, also für mich zumindest, von dem her, ja. Aber gut, es ist nur ein PvP-Feature, deswegen ist es mir relativ egal, weil ich bin eigentlich nie in der PK-Arena, schon seit Ewigkeiten tatsächlich nicht mehr gebraucht, auch nicht für einen Battle Pass. Von dem her, ja, für die Leute, die es mögen, sicherlich nicht schlecht. Und, anschauen werde ich es mir auf jeden Fall auch mal. Und dann zum Abschluss haben wir noch Gameplay and Balance. Ja, tatsächlich Balancing. As requested, the game is finally receiving some class balance changes. Jester? Fragezeichen. The specifics of these changes will be included in the final patch notes. Besides class balancing, we will also be easing the leveling process in Darken 1, haben sie am Anfang schon erwähnt, roughly around level 70, which should help newer and lower level players catch up to the rest of the game. Finde ich jetzt relativ verwirrend ausgedrückt, weil sie sagen quasi, sie wollen Anfängern helfen, aber dann sagen sie nur Darkon 1 um die Level 70 rum. Also selbst wenn wir jetzt sagen 61 bis 79, was ist definitiv wahrscheinlich nicht ist, es ist wahrscheinlich eher so 65 bis 75 oder so, oder vielleicht sogar nur 68 bis 73 oder so, keine Ahnung, welche Level da jetzt genau gemeint sind und wie viel
Unterschied das machen wird. Also grundsätzlich ist es natürlich cool, aber ich würde persönlich sagen, wenn man wirklich neue Spieler unterstützen will, könnte man noch ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel eine bessere Anfängerbox, gleich auf Level 1 tatsächlich schon. Und viel bessere Power-Ups, mehr Power-Ups und so geben, weil die Anfängerbox ist äußerst bescheiden. Und ja, ich meine, around Level 70, okay, dann bist du halt schneller auf Level 80. Aber wenn du auf Level 80 bist und das geht bis 165, inwiefern hilft dir das irgendwie zu catch-uppen? Also ich denke mal, das könnte man ruhig irgendwie Level 60 bis Level 90 erweitern oder so, dass du wirklich den gesamten Bereich Darkon 1 bis Darkon 3 ein bisschen schneller machen kannst und halt wirklich schnell in die Wüste und nach Astria kommst. Weil ich sag mal, ab Astria ist es so ein bisschen Selbstläufer, wenn man ein halbwegs gutes Equipment hat, weil da einfach die Monstermenge und so einfach da ist und die Level-Spots so groß sind und so. Da kommt man auch aus diesen beengten, alten Regionen, sag ich mal, raus. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Impact das haben wird tatsächlich. Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten Leute nur noch auf FEC hochleveln und ohne FEC wahrscheinlich kaum noch neue Charakter erstellt werden, beziehungsweise kaum noch gelevelt wird im Low-Level-Bereich. Von dem her spielt es wahrscheinlich letztendlich gar keine so große Rolle. As mentioned before, we will also be adding more inventory slots to various quests, introducing a total of 18 new slots. Finde ich richtig cool, weil man natürlich dazu sagen muss, ist auch absolut gerechtfertigt, weil es gibt jetzt ja die Sense, die Spitzhacke, Angel und so weiter, also die ganzen neuen Tools, die ganzen neuen Materialien, die man farmen kann. Wenn man das alles mal zusammenrechnet, kommt man wahrscheinlich auf irgendwie, keine Ahnung, 80 oder 150 neue Items oder so. Von dem her sind 18 Inventory-Slots sowieso fast noch bescheiden. Das reicht gerade mal, um seine neuen Tools zu lagern und vielleicht eine halbwegs okaye Menge von neuen Materialien oder so. Also wenn man wirklich farmen geht oder wenn man wirklich sammeln geht, wie sie es nennen, Gathering, dann braucht man auch wirklich sehr viele Inventarplätze. Also sag ich mal, ist 18 wirklich das Mindeste. Bin schon gespannt, auf welche Quests sie die alle adden werden. Und ich vermute mal persönlich, Reonan wird dabei sein, weil Reonan bisher keine Inventarplätze gibt. Habe ich auch erst vor kurzem ein Video drüber gemacht, lustigerweise. Und ja, mal schauen. Ein paar Inventory-Slots sind auf jeden Fall bei der neuen Questline. Also erst im High-Level-Bereich Coral Island wahrscheinlich, keine Ahnung, 155 plus vermutlich die neuen Quests. Und dann auch eine Änderung, oder eine Verbesserung besser gesagt. We have also further improved the monster attack patterns in a previous patch, aka Battle of Madrigal müsste das auch gewesen sein, glaube ich. Ne, wobei, ich glaube, es war sogar ein random Patch. In a previous patch, monster attacks were made to always show through the ground or other objects. But feedback was received that it may sometimes be deceiving depending on viewing angles. With this update, attack patterns will be probably projected on the ground or any objects in the way, showing an accurate representation of the attack. Note that you need to have the advanced shader setting enabled for this. Heißt im Endeffekt einfach dieser Kreis um Giants Attacks, so diese Anzeige für Giant Attacks und Boss Monster Attacks, der ist jetzt quasi auf dem Terran haftend. Das heißt, egal ob es steinig ist, bergig, hügelig, whatever, es wird quasi auch die Form des Kreises so ein bisschen ändern oder zumindest dieses Höhenverhältnis mit berücksichtigen und ja, dann hoffentlich jetzt endlich genau anzeigen, wo man tatsächlich Schaden bekommt und wo nicht. Genau. Das war auch direkt das Erste, was viele Leute kritisiert haben, als diese Änderung kam. Erstmal natürlich grundsätzlich cool, jetzt sieht man wenigstens immer den Kreis. Aber was ist, wenn ich an einem Berg stehe? Was ist, wenn ich an einem Hang stehe? Was ist, wenn da ein Stein ist? Und so weiter und so fort. Also, ja, durchaus berechtigtes Feedback und cool, dass sie das relativ schnell verarbeitet haben. Further changes will be included in the final patch notes, so please look forward to it and thank you for flying. Jetzt bleibt natürlich die abschließende Frage, wann kommt das? Sie haben jetzt zweimal erwähnt, Final Patch Notes. Hört sich für mich so an, als würden da, und vor allem auch vom Umfang her, ich meine, das ist tatsächlich umfangreicher als Battle for Madrigal Teil 1, also Teil 2 ist viel umfangreicher, zum Glück. Wenn man das hier noch dazu rechnet, ist Battle for Madrigal tatsächlich ein gutes, umfangreiches Update, würde ich mal behaupten. Hoffentlich kommt noch mehr. Und hier sagen sie aber zweimal quasi, es wird dann noch Final Patch Notes geben, in denen das drin steht. Das Problem ist, oder was heißt Problem? Meine Vermutung ist halt deswegen auch, dass das Update wahrscheinlich doch vor Anfang Dezember vor meiner Prediction kommt, also wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten 2 Wochen dann. Der November ist ja auch schon recht weit fortgeschritten, heute ist der 11.11., Schnapszahl. Und sehr viele Tage haben wir gar nicht mehr, es sind nicht mal mehr 3 Wochen im November übrig, dann ist eh schon Anfang Dezember. Das heißt, höchstwahrscheinlich kann man damit rechnen, dass es im November kommt.
Aber wenn sie jetzt schon sagen Final Patch Notes, heißt das keine weitere Developers Note. Und immer dann, wenn keine weitere Developers Note mehr kommt bei Flive Universe, heißt das Update steht wirklich unmittelbar bevor. Also entweder diese oder nächste Woche wahrscheinlich. Also es könnte tatsächlich diesen Donnerstag schon kommen, theoretisch. Oder nächsten. Es könnte natürlich auch erst in 4 Wochen kommen, keine Frage. Wie man sieht, weichen sie ja manchmal auch von den Gewohnheiten ab der Vergangenheit. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich denke, da sind wirklich viele coole Sachen dabei. Mein persönliches Highlight ist definitiv der Open World Dungeon. Ich hoffe, der wird nicht enttäuschen. Auch was vielleicht Drops und so weiter angeht. Vielleicht mal ein bisschen, dass man Open World auch ein paar seltenere Sachen farmen kann, ohne dass man direkt 50.000 Giants oder Dungeon-Bosse töten muss. Und das mit den Berufen finde ich auch persönlich interessant. Wie gesagt, ich hoffe, dass es keine Hindernisse darstellt. Und hängt halt davon ab, dann letztendlich, was alles abhängig von diesem speziellen Titel ist. Weil wenn das zu sehr auf diesen Titel fokussiert ist, die besten Sachen gehen nur mit Titel. Genauso steht es leider da, also höchstwahrscheinlich wird das so sein. Dann ist natürlich abhängig, wie viele Leute können den Titel bekommen. Aber das wäre auch noch interessant. Grundsätzlich auf jeden Fall ist es etwas, was sich viele Leute aus irgendeinem Grund gewünscht haben, dass man in Flive fischen kann. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht etwas, was ich in Flive jemals gesehen hätte, persönlich ehrlich zu sein. Und ja, Shop Search ist auf jeden Fall cool an für sich. Es ist besser als nichts, das sage ich auf jeden Fall. Meine persönliche Meinung immer noch, Auktionshaus besser, aber Shop Search, ich meine, Shop Search ist das, was am nächsten rankommt. Es wird nichts geben, was näher an ein Auktionshaus rankommt als die Shop Search. Und ja, von dem her, es ist fast das Gleiche, aber eben nur fast, weil Shops können halt auslaufen, Shops können disconnecten und so weiter. Auktionshaus ist wirklich locked in für so und so viele Tage, ist das einem da fest drin, das kommt nicht mehr raus, außer es wird gekauft oder aktiv entfernt. Shops und Verkäufer haben immer noch eine, ja, die Tatsache, dass sie nicht permanent sind, dass sie halt wirklich manchmal nur 3-4 Stunden rumstehen und so weiter, kann da immer noch recht nervig sein. Aber ja, wie gesagt, es ist das Nächste, was wir kriegen. Und mal gucken, wie es so ankommt bei den Spielern. Und ja, wie gesagt, besser als nichts. Auf jeden Fall mit diesem sehr umfangreichen Infos zu Battle for Madrigal Teil 2, aka Version 1.4.1, schicke ich euch jetzt nach Hause. Bitte macht eure Hausaufgaben, sagt euren Eltern Bescheid und wir sehen uns dann nächste Woche beim Ausflug ins Schullandheim. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung, wo wir auf jeden Fall über das Update reden werden. Wer hätte es gedacht? Und ja, bis dann. Haut rein und ciao, ciao.